Hallo Freunde der Werkstatt, das hier ist der Marstec Venus A Erweiterungsakku. Den habe ich soeben bekommen und in diesem Video zeige ich euch, wie man den richtig installiert und natürlich wie immer mit diversen Zusatzinfos. Normalerweise, wenn man zwei Module miteinander verschaltet, müssen die gleiche Spannung haben, müsst ihr hier jedoch nicht machen. Ich habe das getestet. Seht ihr später im Video warum. Meine Anleitung muss nicht richtig sein, bei mir hat es auf alle Fälle so funktioniert. Aus der Bedienungsanleitung wurde ich auch nicht schleuer, deshalb hier meine Anleitung. Zuerst habe ich das Hauptmodul ausgeschaltet, indem man hier auf diesen Knopf ca. 3 Sekunden draufdrückt. Dann trenne ich die Haupteinheit vom Netz und löse mit dem beigefügten Gerät die PV-Module. Dann habe ich am Erweiterungsakku die Kappen, die Schutzkappen entfernt, hinten und vorne. Jetzt nehme ich diesen Stecker vom Hauptmodul raus und stecke ihn zuunterst in das unterste Modul rein. Jetzt kann ich das Hauptmodul auf das Zusatzmodul draufstecken. Es geht übrigens einiges einfacher, wenn man es auf der anderen Seite anfassen kann. Diese ganze Konstruktion ist nur ein Provisorium, denn der Marstec, der findet nachher noch seinen definitiven Platz. Aber jetzt im Winter für den Testaufbau habe ich da mal so eine isolierte Kiste gebaut. Übrigens, der komplette Test vom Marstec Venus A, den gibt es circa nächste Woche. Das Gerät ist für den Preis eigentlich unschlagbar, aber es gibt auch einige Probleme. Vor allem in Verbindung mit Shelly oder in Verbindung mit meiner großen PV-Anlage. Auch die Software ist in meinen Augen eher eine Beta-Version, aber eben seht ihr nächste Woche. Hier drin habe ich übrigens einen Shelly verbaut, damit ich das Ganze überwachen kann. Wer nicht weiß, was Shelly ist, ich habe hier mal ein Video gemacht. Da erkläre ich das kurz. Viele meiner Geräte laufen über Shelly, weil das halt einfach wirklich geile Geräte sind und man damit echt einfach alles machen kann. Gut, zurück zur Installation. So, jetzt stecke ich den Strom wieder ein. Die beiden Module sind nun zusammengeschaltet. Jetzt schalte ich mal hier ein. Jetzt stecke ich mal noch ein paar PV-Module ein. Ich habe für den Test 8 Module angeschlossen, jeweils 2 parallel. Das kann man so machen, wenn man die Grenzwerte einhält und es natürlich erlaubt ist in eurem Land. Aber da mache ich mal ein separates Video dazu, weil das bringt ziemlich viel im Winter. Wir sehen nun hier, wir haben nun 2 Module und das war jetzt noch interessant. Das hat mich interessiert, wie die 2 Module miteinander arbeiten. Und ihr seht jetzt hier, das Hauptmodul hat 48% und das neue Modul hat 27%. Somit habe ich herausgefunden, dass die 2 verschiedenen Batteriepacks komplett unabhängig voneinander funktionieren. Es wird zuerst das eine Modul entladen, dann das andere, immer so stückchenweise. Ich habe euch das hier mal im Zeitraffer dargestellt. Ich habe den Marstec auf Entladen eingestellt. Ihr seht es hier, minus 1,2 Kilowatt. Gehen jetzt raus ins Haus von der Batterie. Man sieht es auch hier. Und wenn dann beide Module komplett entladen sind, dann fängt es wieder von vorne an. Ich habe hier auf Laden geschaltet. Ich beziehe jetzt Strom aus dem Netz. Es wird auch wieder stückchenweise zuerst der eine und dann der andere Akku geladen, bis beide Akkus dann irgendwann voll sind.
Jetzt geht es noch um meinen kompletten Test vom Marstec Venus A. Habt ihr auch Probleme oder Fragen, dann kann ich das noch im Video von nächster Woche einbauen. Vielleicht kann ich es auch gleich beheben und testen. Ich habe zum Beispiel hier ein Problem, welches ich nicht lösen kann, und zwar, ich habe keine Tagesstatistik. Ich sehe hier die Live-Anschau, die funktioniert, aber wenn ich auf Tag gehe, da kommt nie was. Also das kann auch eine Stunde so laufen. Wenn ich zum Beispiel auf Monat gehe, habe ich eine Statistik, aber keine Stromerzeugung. Ihr seht hier, ich habe eigentlich nur was reingeladen oder entladen ist und keine Stromerzeugung. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich habe ihn auch schon zweimal neu installiert. Eventuell könnte es vielleicht am Shelly liegen. Habt ihr auch einen Shelly als Smart Meter verbaut und das funktioniert bei euch? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Was ich auch gemerkt habe, bei der Anmeldung zum Beispiel habe ich nicht EU-Land eingetragen. Die Schweiz ist ja nicht in der EU. Vielleicht liegt es auch an dem. Ich habe da keine Ahnung. Ja gut, habt ihr andere Probleme, Fragen, schreibt es doch bitte in die Kommentare rein. Vielleicht kann ich es noch lösen bis nächste Woche. Wir versuchen hier eigentlich eine Community aufzubauen, wo man sich gegenseitig helfen kann. Denn ich habe gemerkt, das ist immer das Einfachste und es gibt immer sehr viele schlaue Leute, die irgendwie eine Lösung gefunden haben. Schreibt es gerne unten rein. Dann lasst mir doch gern ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn das für euch interessant war. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit dem kompletten Test vom Venus A. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.